Bitcoin breitet sich über die Welt aus wie eine Krake. Wird es ein neues legales Zahlungsmittel? Ist das möglich? Letztes Jahr eingeführt als legales Zahlungsmittel in El Salvador und jetzt macht plötzlich Arizona von sich reden. Was passiert da? Ein Senator aus Arizona hat einen Gesetzesentwurf eingereicht, um Bitcoin in Arizona zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen, schreibt Coindesk. Übrigens, alle Quellenangaben findet ihr auch in der Beschreibung des Videos, wenn du selbst genauer nachlesen möchtest. Hier dieser Gesetzesentwurf SB 1341, aber was steht da nun drin? Es geht um die Definition von Legal Tender, also gesetzliche Währung. Und in diesem Gesetzesentwurf steht nun eben drin, was die Definition von Legal Tender, also von gesetzlicher Währung ist. Und nämlich all diese Punkte hier 1 bis 4. Und da fällt auf, Punkt 4, da ist Bitcoin genannt als gesetzliche Währung. Es wird hier sogar noch für die Laien genauer beschrieben, was unter Bitcoin zu verstehen ist in diesem Gesetzesentwurf. Da steht drin, Bitcoin bedeutet die dezentralisierte, und das ist ganz wichtig, dezentralisiert im Gegensatz zu einem CBDC, also eine Central Bank Digital Currency, im Gegensatz zu der hier dezentralisiert, peer-to-peer, digitale Währung, in welcher eine Transaktion auf dem Blockchain-Netzwerk von Bitcoin gespeichert wird. Und neue Einheiten dieser Währung werden generiert, berechnet, also durch Bitcoin Mining. Das ist hier beschrieben, indem mathematische Probleme gelöst werden. Das ist also ziemlich genau definiert worden hier drin. Aber was heißt das nun? Im Moment ist das ja mal ein Gesetzesentwurf. Von wem kommt er denn? Gemäß Coindesk kommt dieser Gesetzesentwurf vom Senator Wendy Rogers, einem Republikaner. Was bedeutet das? Meint er das ernst? Dieser Gesetzesentwurf würde nun also bedeuten, dass diese Kryptowährung hier für die Bezahlung von Schulden, von Rechnungen, von Steuern und anderen Fälligkeiten zulässig wäre. Spannend finde ich, dass dabei nur von Bitcoin gesprochen wird. Das heißt, das würde Bitcoin von allen anderen Kryptowährungen abheben und ihm einen ganz besonderen Status geben. Ob das jemals rechtskräftig wird, ist aber fraglich, weil es nämlich gemäß US-Verfassung gar nicht erlaubt ist. Da gibt es Limitationen in Bezug auf gesetzliche Währungen. Da steht nämlich hier in diesem markierten Teil drin, dass kein Staat irgendetwas anderes außer Gold und Silber zu einer gesetzlichen Währung machen darf, um Schulden zu bezahlen. Spannend noch ist, dass dieser Abschnitt hier nur für die Staaten gilt und nicht für die Föderation, also die gesamte USA. Spannend übrigens noch dieser Entscheid hier von 1844, dass man also berechtigt war, wenn man staatliche Banknoten bekommen hat, die Auszahlung in Gold oder Silber zu verlangen. Es steht da aber auch, dass ein Anleger eine andere Zahlungsmethode akzeptieren könnte. Nun ja, ich bin ja kein Jurist, aber es ist spannend. Der Gesetzentwurf muss zuerst noch durch den Senat und das Repräsentantenhaus durch, bevor der Gouverneur Doug Ducey, ein Republikaner, es unterzeichnen und es zum Gesetz machen könnte. Rogers, der diesen Gesetzentwurf gemacht hat, hat sein Office im 2021 angetreten. Er ist etwas eine kontroverse Figur. Gemäß Coindesk hier gehört er anscheinend zu einer Anti-Government-Gruppe und hat auch Conspiracy, also Verschwörungstheorien der Gruppe QAnon, gestützt. Na dann weiß ich natürlich nicht, wenn das so ist. Aber auch in Texas passiert was. Don Huffins, ein republikanischer Immobilienentwickler und aktueller Kandidat als Gouverneur für Texas, hat kürzlich gesagt, er würde Bitcoin zur gesetzlichen Währung machen, falls er gewählt wird. Quasi als Wahlversprechen. Da kommt da irgendwie Bewegung rein in Arizona und Texas, um Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel zu machen? Du erinnerst dich vielleicht, letzten September hat El Salvador Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht, zusammen mit dem US-Dollar. Damit ist es im Moment, auch mein Wissensstand, das einzige Land in der Welt, das eine Kryptowährung zu einer offiziellen Währung gemacht hat, und das ist Bitcoin hier. Von allen Kryptowährungen wurde Bitcoin hier speziell herausgehoben als Währung. Das sind alles sehr spannende Entwicklungen hier im 2022. Was meinst du? Wird Arizona, wird vielleicht Texas
Bitcoin plötzlich zu einem gültigen Zahlungsmittel ernennen? Ist das überhaupt sinnvoll? Und wohin führt das eigentlich? Werden nach El Salvador noch weitere Staaten folgen? Was meinst du dazu? Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Kommentare zu dieser Entwicklung. Und vielen Dank an euch, ihr großartigen 2000 Menschen, die bereits diesem Kanal hier folgen. Alle anderen, die das noch nicht machen, jetzt unbedingt abonnieren, die Glocke für Benachrichtigungen, damit ihr auch keine künftigen Videos verpasst.